So Leute, es wird ernst. Die Reise nach Japan beginnt. Ich bin so aufgeregt. Ich habe schon mein Auto jetzt hier abgestellt auf so einem Parkplatz und ja, ich bin so aufgeregt, ey. Das Ding ist, ich filme mit meiner neuen DJI Osmo Pocket 3 Kamera. Ich hoffe wirklich so sehr, dass die Qualität gut ist. Ich bin mir selber unsicher, ob das die richtige Entscheidung war, aber das Ding ist halt, dass meine Kamera schon relativ groß ist. Dann noch das Mikro. Ich bin das erste Mal in Japan und ich will auch nicht so viel zum Schleppen haben, weil so eine Kamera nimmt halt immer ultra viel Platz weg. Hier fliegen die ganze Zeit Flugzeuge über allen drüber. Ja, wir starten den entspannenden ASMR-Vlog, Softspoken ASMR-Vlog und legen los. Ich bin so fertig. Wir müssen noch ungefähr 2,5 Stunden fliegen und ich kann nicht mehr. Ich kann mittlerweile verstehen, wenn man Business Class fliegt, ich sag's euch. Natürlich ist das ein heftiger Preis, aber eine perfekte Schlafposition zu finden ist so schwer. Muss jetzt durchgezogen werden. Zurück wieder das Gleiche. Und das Ding ist, ich habe veganes Essen, glaube ich, sogar ausgewählt, weil ich glaube, vegetarisches ging nicht mal. Und die achten da so spezifisch drauf. Mir wollte eine Butterbreze geben. Hätte ich gegessen, weil bei mir kommt es halt einfach darauf an, dass ich kein Fleisch esse. Und dann kam direkt eine andere und sagt, nein, das ist für dich und gib mir so eine Banane mit Nüssen. Aber naja, meld mich nachher aus Japan. Oh mein Gott. Finally im Airbnb angekommen. Ich bin hier mit, wie viele sind wir insgesamt? 9 Leuten oder so. Also sorry, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Das war wirklich... Erstmal, wir haben hier ein paar Raucher dabei und die mussten am Flughafen natürlich danach erstmal rauchen gehen. Und du musst hier irgendwie immer in so, das sind so Hütten, also man raucht hier glaube ich nicht so auf der Straße. Dann hat es auch gedauert, da mussten wir regeln, wie fahren wir zum Airbnb, bla bla bla, haben uns dann für Zug entschieden. Wie heißt das mal? Skyliner? Ist ja auch egal. Ich bin komplett durch, auf jeden Fall. Haben wir es dann irgendwann geschafft. Einer aus der Gruppe hat dann irgendwann bemerkt, als wir fast da waren, dass er seinen Rucksack mit teurem Kameraequipment, MacBook, alles liegen lassen hat. Der geht das jetzt gerade suchen in der Hoffnung, dass es noch da. Und ich muss sagen, die Japaner bisher sind so unglaublich hilfsbereit. Die haben manchmal gesehen, dass ich so Probleme mit meinen Koffern hatte und haben dann gefragt, ob ich irgendwie Hilfe brauche. Oder auch die Frau im Flugzeug hat mir direkt geholfen bei was und so. Richtig, richtig, richtig nett. Ich weiß gar nicht, was der Plan heute ist. Ich würde eigentlich direkt gerne duschen, mich fertig machen, nochmal irgendwas essen oder so. Ich muss sagen, der 13-Stunden-Flug ist irgendwie dann doch schnell umgegangen, aber zwischendurch ist man wirklich kurz verzweifelt. Das ist das Zimmer. Ich bin gerade erstmal froh, anzukommen. Oben gibt es, glaube ich, auch eine Dachterrasse. Vielleicht gehe ich da jetzt mal kurz gucken, ob man da irgendwas sieht. Mein Reiseoutfit, Joggingbuchse, ein Heattech-Oberteil, damit ich nicht friere. Und darunter habe ich noch ein anderes Oberteil. Ich will jetzt die anderen nicht direkt mit einer Kamera stören. Da geht's wohl hoch. Wir können mal gucken gehen, ob man da irgendwas sieht. Und hier einen schönen Ausblick. Was denn? Das ist alles so wie so Eikos. Das ist der Ausblick. Das ist der Tokyo Tower. Tokyo Tower. Der ist auch voll nah. Oh, das sieht richtig schön aus. Die ganzen kleinen Gassen hier. Die süßen Häuser, die kleinen süßen Van-Autos. Gucken wir mal, was sich alles hier befindet. Hier war ich nämlich auch noch nie. Okay, ich habe mir jetzt einmal 2 Getränke geholt, wo ich nicht weiß, was es sein wird. Ich lasse mich mal überraschen. Ich hole mir das ja manchmal bei Penny, also sowas ähnliches. Und das wird hier bestimmt komplett anders schmecken, also let's see. Okay, wir machen direkt mal einen Taste-Test von den gekauften Sachen. Oh gut, bisschen ASMR zwischendurch. Kriegt man das denn auf hier? Oh fuck. Das sollte ich nicht. Übrigens, es gibt ein Update zu unserem Kumpel, der den Rucksack verloren hat. Er ist noch da gewesen, Leute. Er ist einfach noch da gewesen. Wie krank ist das bitte? Also, das ist aber, glaube ich, auch, weil hier überall einfach Kameras sind. Kriegt man das denn auseinander? Hä?
Da gab es irgendeinen Trick, den ich jetzt verpeilt habe, aber egal. Lecker. Ja, sehr gut. Ich habe mir noch das hier geholt. Das sieht aus wie so ein Multivitaminsaft. Und ich bin eigentlich nicht so die Alkoholtrinkerin, aber ein kleines Alkoholgetränk, weil das so schön aussah. Probieren jetzt mal erst das hier. Wir stehen gerade übrigens hier im Wohnzimmer. Schmeckt sehr künstlich. Crack ich mir das noch auf. Man schmeckt schon den Alkohol, aber trotzdem lecker. Ja, doch ist es lecker. Und es schmeckt die Erdbeere. Mal ganz kurz hier zeigen. Das ist das Wohnzimmer. Und der Eingangsbereich ist auch richtig crazy. Man kommt hier so rein. Mit Code kommt man nur rein und dann ist hier auch so ein Teil. Da kannst du dich dann reinstellen und dann misst das deine Temperatur und alles. 36,3. Kommt man hier rein, das Wohnzimmer. Da oben sind die weiteren Räume, Betten und so weiter. Unten ist auch noch ein Bett. Hier ist das Wohnzimmer. Ich mag das auch richtig gerne, dass man hier so runter geht. Ich kann nicht nochmal einen Blick aus dem Fenster werfen. Ja, da ist direkt die Straße. Oh mein Gott, das war tiefer als ich dachte. Ich bin gespannt, was uns alles so erwarten wird. Ich nehme euch mit. Das ist selber, was du nicht weißt. Erstmal schön duschen gehen. Das Ding ist, dass es hier irgendwie ein bisschen kompliziert ist. Ich muss jetzt gleich erstmal schauen, wie das funktioniert. Man muss irgendwas anschalten und das ist natürlich alles auf Japanisch. Und ich verstehe kein Wort. Aber ich krieg's schon hin und guck mal, wie geil. Das habe ich mir extra gekauft für Japan. Konnte ich nämlich alle meine Utensilien reinpacken. Also Duschgel, Shampoo etc. Die Dusche ist jetzt auf jeden Fall dringend benötigt. Sehr, sehr dringend. Auf jeden Fall steht hier voll die süße Tasse. Mickey Mouse on top of the world. Okay, Leute, ich beruhige euch gleich, ob es geklappt hat. Hat alles geklappt. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Das war übrigens auch voll geil beim Check-in, weil wir einfach durchlaufen konnten. Wir haben das alles schon online gemacht, sonst hätten wir das hier alles ausfüllen müssen und das ist, glaube ich, sehr kompliziert. Man brauchte einfach nur den QR-Code zeigen, Passport und dann konnte man direkt durchlaufen. Das war übelst chillig. Sehr, sehr, sehr gut organisiert und es ist wirklich so, wie man überall hört, dass die sich bei den Straßen, also bei den Zügen und überall wirklich in so eine straight-up in so eine Line stellen. So, ne? Ja. Naja. Good morning in the morning. Erschreckt euch nicht, bin gerade wach geworden. Gestern ist nicht mehr viel passiert. Wir saßen noch alle zusammen, haben ein bisschen geredet und sind tausendmal zum 7-Eleven. Ich wollte euch übrigens noch sagen, wo wir sind. Wir befinden uns nämlich gerade in Katoshika. Sorry, falls es falsch ausgesprochen ist. Heute gucken wir uns dann mal um. Es sind auch einige Sachen, die wir erledigen wollen, die wir gerne sehen wollen würden. Aber dazu dann später mehr. Ich wollte noch irgendwas ansprechen, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ich hoffe wirklich so sehr, dass die Kameraaufnahmen gut aussehen. Ich meine, vielleicht, wenn ich nicht mit dieser Riesenkamera filme, das ist halt so, finde ich, cinematisch immer richtig schön. Aber vielleicht ist das so auch einfach ein bisschen persönlicher. Und ich versuche trotzdem irgendwie was Kreatives rauszuholen. Ich setze mich da auch schon wieder viel zu sehr unter Druck, Sophia. Genieße einfach diesen Japan-Urlaub, film, was du filmen willst. Und es wird schon gucken, wer es gucken will. Mir ist halt das Ding, ich mag halt voll gerne so High-Quality-Vlogs, cinematische Vlogs, aber auch diese Vlogs, die nur mit einer Action-Cam gefilmt sind. Und mein Kanal ist irgendwie alles in einem. Es ist auch eisig kalt draußen. Guckt mal, wie schön. Man fühlt sich hier wirklich wie in einer anderen Welt, ne? Beziehungsweise als wäre das so eine riesen Filmstadt und gar nicht echt. Das ist auf jeden Fall der Ausblick aus dem Airbnb. Und ich bin so gespannt auf die ganzen weiteren Eindrücke heute. Also heute geht es erst richtig los.
habe mir schon ein Outfit rausgelegt, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das mehr im Airbnb-Video kommt auch noch. Ich kann euch mal mein geplantes Outfit zeigen. Ich habe dieses Kleidchen hier neu. Das wollte ich eventuell anziehen, weil das nämlich voll schön aussieht, wenn man da einen Pulli drüber trägt. Und ich trage da entweder diesen hier drüber oder für ein bisschen mehr spannendes Outfit wollte ich eventuell diesen hier anziehen. Bin mir noch nicht sicher. Das Geile ist, ich habe so eine Buchse. Ich weiß gar nicht, ob die warm genug ist. Ich hätte mir eine etwas dickere mitnehmen sollen. Die ist halt innen voll gefüttert. Wenn man die anhat, sieht das so aus, als würde das echte Bein durchschimmern. Und die wärmt halt schön. Dazu meine Timberlands. Ich wollte meine Moonboots mitnehmen. Eigentlich habe ich dann doch nicht gemacht. Ich hatte mir übrigens schon was zu essen geholt bei dem 7-Eleven. Nur so ein Joghurt, so ein Sandwich und was zu trinken. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen lebendig aussehen hier. Und Glitzer auf die Augen schon. Na komm, Glitzer geht immer. Bisschen weit oben, ne? YOLO. Ich weiß auch nicht, warum ich in letzter Zeit so trockene Lippen die ganze Zeit habe. Was soll die Scheiße? Ein bisschen Lippengloss draufpacken. Lippenstift mache ich mir nachher erst drauf, wenn wir gehen. Ich mache mir heute auch wieder diese Zöpfchen. Das ist einfach convenient. Die nerven nicht. Fliegen da nicht unnötig rum. Ja, das Geile an Japan ist natürlich auch die geilen Klos, die es hier gibt, Leute. Mit sämtlichen Funktionen. Ich hatte die ganze Zeit gestern einen beheizten Klodeckel. Einfach geil. Übrigens, alle anderen schlafen noch. Yeah. Und dann gleich noch die Zöpfchen. Die an sie gerichtet ist. Wir befinden uns jetzt übrigens erstmal 5 Tage in dieser ersten Unterkunft und wechseln dann in eine andere und dann wechseln wir nochmal. Und es ist pünktlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das noch vor Japan klappt, meine Sonnenbrille angekommen. Ich habe nämlich, als wir mit Füller unterwegs waren, mit dem Nightliner, sind wir in Frankfurt in die Stadt gegangen. Da habe ich eine Sonnenbrille gefunden, die ich so schön fand. Dann habe ich online geguckt und da war die einfach um die Hälfte günstiger. Da dachte ich, okay, bestelle ich das online. Und ich werde mir versuchen, hier eine Sehstärke da reinmachen zu lassen. Wie findet ihr die? Ich finde die ganz geil eigentlich. Weil angeblich ist das so, dass man die hier voll schnell fertig machen lassen kann. Ich habe noch was anderes vor, Leute. Na? Ich spoilere noch nicht so viel, aber ich habe mir einen Termin ausgemacht. Vielleicht wissen schon die einen oder anderen, wo das sein könnte. Ja. Oh. Das ist Majewski Park. Eine Bag. Alter, ja, wie geil. Parfüm wäre auch geil. Was? Oh mein Gott! Das will ich haben. Schminktaschis. Mit Miffy drauf. Das ist süß. Irgendwie geil, random Sachen zu bekommen. Random Loot. Ah, fuck. So, wir sind gerade auf dem Weg ins Viertel, da wo die ganzen Vintage-Läden sind. Dafür, dass man hier in so einer Millionenmetropole ist, ist es wirklich verdammt leise. Es ist verrückt eigentlich.
auch erstmal umentschieden und sind erstmal was essen gegangen. Hat sie mal gefragt, ob sie mir irgendwas ohne Fleisch empfehlen kann. Also ich bin mal gespannt, was ich da bekomme. Sieht sehr cozy denn hier drin auf jeden Fall aus. Das schmeckt bestimmt sehr lecker. Bin gespannt, was ich dann am Ende bekomme. Und Gold auf jeden Fall. Ja, check die Wave drin. Alter, das ist heftig. Sehr lecker. Aber scharf. Ich bin ja nicht so der Scharf-Fan, ne? Okay, das war auf jeden Fall saulecker. Ich kann es nicht anders sagen. Und extrem günstig. Also wir haben für... Ich hab mein Handy hat die es gerade gebracht, oder was? Ja, der Dude auf dem Fahrrad. Oh und wir haben für 9 Personen insgesamt 111 € umgerechnet bezahlt, was ein bisschen mehr als 10 € sind pro Person, was halt voll klar geht. Das war ein schönes Erlebnis. 'ne Hölle. Das will ich doch zum Träumen anregen. Es ist aber wirklich so. Es regt dann ja wirklich zum Träumen an. Oswald kommt natürlich auch mit. Und auch so super süße Mickey-Figuren. Ein bisschen was gefunden, ein paar Figürchen, die konnte ich einfach nicht da lassen. Und ein geiles T-Shirt, was ich mir auch noch mitgenommen habe. Zeige ich euch später alles. Guck mal bitte. Zu. Nee, bei mir ist auf. Das war jetzt eine Reise. Wir waren ja wirklich den ganzen Tag unterwegs. So viel gelaufen, mit der Bahn gefahren etc. Und das ist übel anstrengend, wenn man die ganze Zeit gucken muss, wohin. Ist das jetzt alles hier richtig? Dies, das, Ananas. Wir waren noch super lange in der Stadt unterwegs. Und dann haben ein paar von uns gesagt, okay, komm, wir fahren jetzt mit dem Uber ausnahmsweise zurück. Wir haben auch, glaube ich, alle in diesem Uber geschlafen. Es müssen so 40 Minuten bis eine Stunde mit Sicherheit gewesen sein. Ich wollte euch noch ganz schnell meine Ausbeute zeigen. Und jetzt gerade habe ich erstmal hier die Klima angemacht und hoffe, dass es jetzt warm wird. Und dann gehe ich mich gleich auch noch schön warm abduschen. Okay, das eine war auf jeden Fall dieses Ding, was wir in dem Automaten rausgezogen haben. Dann habe ich in einem Second-Hand-Laden, habe ich noch nicht mal selber gefunden, aber wurde mir gezeigt. Und dann dachte ich, boah, die ist echt geil. Ich wollte erst nicht, aber dann habe ich mich doch dafür entschieden. Gab es auch eine mit Betty Boo, aber ich fand die irgendwie vom Stoff her ein bisschen cooler. Und zwar wie so eine College-Jacke. Und hinten auf dem Rücken sieht es so aus. Delicious Milky Sweet Moments Forever. Das ist einfach süß. Da dachte ich, okay, ja gut. Mit Rabatt, also da gab es einen Discount von 20%. Hat die reduziert gekostet, umgerechnet so 50 €. Ist immer noch viel, aber ich glaube, diese College-Jacken sind immer ein bisschen teurer. Die haben auch meinen Reisepass und so genommen und dann hat er das irgendwie tax-free gemacht. Also keine Ahnung, ob ich da jetzt noch irgendwas angeben muss. So sieht das dann aus. Yes, ich bin so platt, Leute. Also einmal bei Uniqlo habe ich was gefunden. Das fand ich irgendwie richtig geil. Ich glaube, aus dieser Collab haben gefühlt einige aus unserer Gruppe was bei Uniqlo gekauft. Das ist dieser SpongeBob-Reihe. Das sieht aber auch irgendwie geil aus. Das habe ich mir in M mitgenommen und das hat umgerechnet 1990 Yen. Das müssen so 12 bis 13 €, glaube ich, gewesen sein. Das sah ganz cool aus, finde ich. Mit der ganzen Squad. Dann waren wir in einem, also auch wo Uniqlo drin war, in so einem Kaufhaus. Das war irgendwie so crazy, dass man ist dazu geballert worden mit Werbung und das war so eine Reizüberflutung fast schon. Da habe ich mir einmal mitgenommen eine Miffy, weil ich die so süß fand.
Einmal für mich und einmal habe ich die gleiche noch für meine Mutter mitgenommen. Dann, weil ich Oswald liebe. Das ist beispielsweise mein Parfüm. Was laber ich? Von Parfüm. Meine Geldbörse. Habe ich mir noch einen Oswald mitgenommen. Last but not least eine Doraemon X Hello Kitty Figur, weil ja, das konnte ich nicht stehen lassen. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, dabei bleibt's. Nee, aber ich wollte mir eigentlich gar nicht so viel kaufen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch nicht endlos viel Platz. Ich wollte eigentlich einen Koffer leer lassen, hat nicht ganz geklappt bei der Hinreise. Das dazu. Ich habe das Gefühl, ich fülle mit einem Tag, wo wir hier sind, schon einen ganzen Vlog, ey. Aber na gut. Wie findet ihr die Ausbeute? Lasst mich das wissen. Und eine Sache, die leider gar nicht geil war, als wir dann durch die Straßen gezogen sind, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Stadtteil das war da auch so ein Laden, wo Hunde zu sehen waren im Schaufenster. Ich habe da nicht so genau hingeguckt, ich weiß nicht genau, was das war, aber irgendwie so auf Tierquälerei-Basis meiner Meinung nach. Mini kleine Qualzuchthunde, die irgendwie in so einem ganz winzigen Käfig saßen, in so einem durchsichtigen. Keine Ahnung, das war ganz weird. Ja, sowas habe ich ja gehofft, dass ich sowas nicht sehen muss, aber wenn ihr hier seid oder irgendwo anders, wo es sowas noch gibt, macht das nicht, ey, das ist scheiße. Ich werde jetzt duschen gehen und mal gucken, ob ich mich dann heute noch melde oder nicht. Oh mein Gott, guten Morgen, Leute. Wir waren gestern alle noch so lange wach, haben noch ein bisschen was getrunken, geredet, Musik gehört und dann wurde es sehr spät. Dann wurde es einfach richtig spät. Oh Gott. Und jetzt haben wir es, ich will euch das gar nicht sagen, das kann man gar nicht sagen, wie spät es gerade ist. Was würdet ihr schätzen von der Helligkeit her? Wir haben es auf jeden Fall jetzt, glaube ich, um die 16 Uhr. Ich habe mich jetzt zwar schon fertig gemacht und alles, ist nämlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Was soll man da noch zu sagen? Ich habe gestern noch gesagt, ich will nicht in Japan sein und dann um 16 Uhr aufstehen. Scheiße. Muss auch mal sein, ne? Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich in die Stadt gehen, noch ein paar Besorgungen machen. Da waren wir auch gestern Abend schon. Da habe ich aber nichts mehr gefilmt, weil das ist eigentlich nur 12 Minuten weg von hier mit dem Uber. Und 21 mit der Bahn. Und dann dachten wir, okay, dann nehmen wir den Uber. Der hat sich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das die Schuld von dem Fahrer war oder unsere Schuld, aber ich habe zwischendurch aufs Navi geguckt und da stand eigentlich, 2 Minuten seid ihr am Standort da, wo ihr hin wollt. Und dann sind wir irgendwie gefühlt noch ewig lange weitergefahren. Dann waren wir da und haben gesagt, nee, die anderen sind hier nicht, wir sind hier falsch. Naja, und dann mussten wir wieder zurück und dann haben wir es aber irgendwann gefunden. Und dann haben wir noch eine Zeit lang draußen verbracht, bis wir dann wieder ins Airbnb sind. Gehen auch hier die ganze Zeit zu 7-Eleven. Und richtig ärgerlich, meine Nägel sehen so schrecklich aus. Ich habe mir da zu Hause in Deutschland mal Klarlack drüber gemacht und habe dann gehofft, dass es länger hält. Aber nichts da. Nun gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Ich zeige euch noch kurz mein Outfit. Das ist mein Outfit. Ich habe einmal dieses Paul Frank T-Shirt an. Und darunter habe ich so einen Longsleeve angezogen von Hollister. Und dazu, meine Mutter meinte, hier, pack deine Schlafanzughose doch in den anderen Koffer oder irgendwie so. Ich so, Mama, das ist nicht meine Schlafanzughose, das ist meine normale Hose. Und ich liebe diese Hose. Die so gerne. Es ist gar nicht so kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, minimal wärmer als gestern sogar, wobei gestern die Sonne geschienen hat. Und darunter habe ich jedenfalls noch so eine Thermostrumpfhose, weil die Hose schon sehr dünn ist. Und dazu ziehe ich jetzt noch meine Timberlands an, meine schwarze Jacke. Ich zeige euch das gleich nochmal. Tasche und das war's dann. Kommt, wir gehen mal wieder rein. Ich kann es nicht glauben, dass es so spät ist. Ich habe einen Schock bekommen. Ich habe einmal einen Schock bekommen. Ja, morgen diese Alarmanlage nicht gehört. Ja, tatsächlich nicht. So, Jacke ist diese hier. Das wird jetzt 2 Wochen die gleiche sein. Und auch die gleiche Handtasche. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Mall mit insgesamt 4 Leuten von, ich glaube insgesamt sind wir 8. Nee, noch. Sind wir 8 oder 9 Leute? Ja, es fehlen auf jeden Fall einige. Einer noch wach, anderen am Pennen alle.
Sehr gerne. Vor allem. Hintergründen. Das ist so dope. So, die anderen sind schon wieder im 7-Eleven drin. Wir gehen jetzt zu einer anderen Mall noch, weil es ist irgendwie gerade chilliger, innen zu sein und ein bisschen zu stöbern. Es ist nicht so doll kalt, aber wenn der Wind kommt, ist es schon minimal kalt so. Dann gucken wir mal, was es da noch so gibt. Wir waren gerade in so richtig süßen Stores. Miffy Store, Snoopy Store. Es gibt hier so süße Sachen. Da musst du sich echt zusammenreißen. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel kaufen. Ich habe mir gerade 2 Anhänger gekauft und einen Stift. Und noch einen Anhänger, mal zum Verschenken. Also 2 Anhänger für mich. 2 Sachen zum Verschenken. Und 2 von Miffy. Und 2 Snoopy-Coolies. Genau, für mich selber, weil die waren so süß. Zeige ich euch nachher. Wir latschen jetzt erstmal wieder zur nächsten Mall. Okay, das gerade war somehow nur so eine Mall mit, keine Ahnung, mit den teuersten Marken, die es so gibt. Und ich habe gedacht, wir finden da vielleicht noch so cute Lädchen wie die ganzen Miffy und Snoopy Stores. Vielleicht mal so ein Hello Kitty Store oder so. Auf jeden Fall gehen wir jetzt was fooden. Ich habe nämlich richtig Hunger. Wir wollten gerade in so ein Restaurant, aber das schien wohl auch relativ teuer zu sein. Wir wollen nicht schon am zweiten Tag so viel Geld ausgeben. Deswegen gucken wir jetzt mal, wo wir hingehen. Wir haben uns ein bisschen umgeguckt vorhin in der Mall, gerade wo die ganzen tollen Läden waren, aber keiner hat was geguckt. Was passiert dann? Werden die runtergetragen? Oder? Da muss man mal mit Wir haben jetzt was gefoodet und das war wirklich so lecker. Wir haben für 5 Personen 87 € umgerechnet bezahlt, was halt voll okay ist. Und das war in so einer Rich-Gegend und wir dachten, das wird irgendwie viel teurer, aber war es halt nicht. Na, das war halt mäßig direkt neben dieser teuren Mall. Dann haben wir auch dieses Century Egg probiert, dieses 100-jährige Ei. Und das war wirklich lecker. Kann ich nichts anderes sagen. Das war einfach mega lecker. Und jetzt müssen wir schnell zu einem Elektronikladen einen Adapter holen, weil die wollen ein bisschen Musik machen. Wir haben auch gestern Nacht noch Musikvideos gedreht und so. Meine Haare sehen schon wieder aus wie Sau. Gehen wir jetzt diesen Adapter holen, dann nach Hause. Und am Morgen steht für mich was auf dem Plan. Was könnte das sein? Eine Erinnerung, die für immer bleiben wird. Mehr sage ich nicht. Ich habe auch gar nicht geguckt, wo das liegt. Das habe ich heute erst mal gemacht. Und das ist einfach eine Stunde mit der Bahn. Was aber okay ist, weil wir fahren momentan immer die ganze Zeit so weit rum. Aber es hätte ja jetzt auch komplett 3 Stunden wegliegen können oder so. Lack gehabt. Back im Airbnb. Ich zeige euch jetzt mal die Ausbeute von heute. Und dann waren wir ja vorhin noch in einem Miffy und Snoopy Laden unter anderem. Da habe ich mir 2 Kugelschreiber mitgenommen, weil ich die so süß fand. Das ist einmal dieser hier. Ich brauche unbedingt einen neuen Nagellack, ey. Aber ja, den fand ich ultra süß. Mit Snoopy, ein paar Sternchen. Und das, was oben drauf ist, finde ich halt ultra süß. Snoopy in der Glaskuppel. So dumm. Kugelschreiber kann man immer gebrauchen. Und dann, wofür ich wirklich ein Opfer bin. Ich liebe Sachen mit Liquid innen drin. Das ist einmal dieser Schlüsselanhänger, da schwimmt Miffy drin rum. Die kleine Miffy. Ich hatte sowas halt früher auch immer und ich glaube, das erinnert mich einfach ultra an früher.
dann nochmal als Sternform mit Liquid Glitzer und Miffy innen drin. Dreht sich die ganze Zeit, ich hoffe, ihr könnt es aber erkennen. Dann habe ich 2 Geschenke noch mitgenommen. Ein Kugelschreiber von Miffy und noch diesen hier, und den bereue ich schon, dass ich mir den selber nicht mitgenommen habe, weil er auch so süß ist. Aber zu viele Schlüsselanhänger brauche ich jetzt auch noch nicht. Mal gucken, ne? Wie die Tage noch werden. Ich finde bestimmt noch ein paar cute Schlüsselanhänger. Einige sind jetzt hier schon wieder im Airbnb. Einer schläft sogar immer noch. Schon gerade geguckt, ob es dem noch gut geht. Die anderen sind noch in der Stadt. Ich werde jetzt, glaube ich, mich mal an den PC begeben, noch ein bisschen was machen. Und dann morgen geht's weiter. Ich bin so gespannt. Wenn euch der Vlog bis hierhin gefällt, sagt mir unbedingt mal gerne Bescheid. Ich gucke mir schon die ganze Zeit die Aufnahmen an und bin eigentlich relativ zufrieden. DJI könnte noch ein paar Verbesserungen machen mit der Kamera, finde ich. Aber so finde ich die echt krass, und das ist so unglaublich praktisch, dass die so klein ist. Es ist so geil einfach. Genau, es ist dann auch überhaupt nicht peinlich, sich zu filmen, weil das halt nur so ein kleines Ding ist. Aber ich habe halt das Gefühl, dass man dadurch fast schon mehr diesen Vlog-Style macht. Ich mag ja dieses Cinematische ein bisschen mehr, weil man halt die ganze Zeit irgendwie so reinredet und so. Und ich muss mir jetzt nochmal angewöhnen, ein paar Nahaufnahmen-Shots mit der Kamera zu machen und so. Aber wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin. Ich will mir nicht zu viele Gedanken machen, sondern einfach nur enjoyen. Same procedure every day. Mein heutiges Outfit. Rock mit T-Shirt, Top drunter, weil ich gleich zum Tätowierer fahre und das vermutlich dann ausziehen muss. Und ein Hemd, die Jacke und die Tasche und meine Timberlands, as always. Auf der Suche nach einem bestimmten Parfümladen. Gar nicht so leicht, das zu finden. Und in Japan ist das wohl auch so, dass das Parfüm-Game gar nicht so crazy ist, also schon, aber es ist wohl scheinbar so, dass man, wenn man so übelst reingedieselt ist, dass man gar nicht in Restaurants reinkommt. Und wenn man mal so das wahrnimmt, dann merkt man auch, dass man gar nicht solche, so in Deutschland so Duftwolken abbekommt. Ja, das ist gerade übel warm. Voll schön. Wir streifen hier gerade durch Harajuku. Wir waren jetzt gerade in einem Babe-Laden, gehen jetzt noch mal ein bisschen rum hier. Dann muss ich nachher auch, ich glaube, wir gehen jetzt noch ein bisschen was snacken so. Dann muss ich gleich auch schon zum Tattoo-Termin. Ich hoffe, die anderen kommen mit, weil ich habe Angst, dass ich mich alleine nicht zurechtfinde und mich verfahre. Das wird 100% passieren, deswegen neede ich Help. Da, wo wir jetzt überall waren, wenn man hier vegan ist, ne, ich glaube, dann wird es wirklich schwer mit dem Essen. Oder ich habe letztens gefragt, ob ich was ohne Fleisch haben kann, was du mir empfehlen kannst. Und dann gab es auch 2 Sachen ohne. Das geht halt irgendwie immer. Hier gibt es ja auch viel Fisch und so, aber so wirklich als Veganer, bis jetzt, wo wir waren in den ganzen Restaurants, ich habe noch nichts gesehen. Das ist schon crazy. Ja.
Das war die beste Pizza meines Lebens. Ich habe sie nicht mitgefilmt, aber wow, das war eine Geschmacksexplosion. Und ich glaube, das Ganze hat auch nicht mehr als umgerechnet so 12 bis 15 Euro gekostet. Mit Salat, mit Trinken. Ist jetzt immer auch wieder nachgefüllt, wenn es leer war. Crazy. Das war wirklich die beste Pizza meines Lebens. Richtig schön dünn, mit übelst viel Geschmack. Man fühlt sich nicht fettig danach. Ein geiler Rand. Ich liebe Rand. Knusprig. Hammer. Jetzt nehme ich mir gleich ein Uber und fahre zum Tattoo-Termin. Ich glaube, ich mache das doch alleine, damit die anderen dann ja, ein bisschen die Stadt angucken können. Okay, wow, ich habe jetzt mein Tattoo und es ist schon wieder unglaublich, wie lieb die einfach waren. Und das Tattoo ist so wahnsinnig schön geworden. Sie hat mir 3 Designs gemacht und ich konnte mich nicht entscheiden. Sie hat auch gesagt, ach, du musst 2 nehmen, weil die sehen so süß zusammen aus. Der eine wäre doch alleine ohne den anderen. Ich zeige euch das mal nachher. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Uber nehmen und dann wieder zu den anderen fahren. Da ist übrigens das Tattoo-Studio. Also ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mal hier seid. Thank you for waiting. Hallo. Hello. Could you tell me your name? Sophia. Thank you. Is the destination Rafale Harajuku? Okay. Wir sind jetzt gerade noch in Shibuya essen gewesen. Schaut euch das mal an, das sieht doch aus wie der Times Square oder so. Ja, das war auf jeden Fall richtig lecker. Wir haben einen vegetarischen Laden besucht. Man konnte nichts finden, weit und breit. Und dann dieser Inder war hier in der Nähe und der hatte wirklich so unglaublich leckeres Essen mal wieder. Wir sind hier noch keinem ekligen Essen begegnet irgendwie. Alles war wirklich sehr, sehr geil, übel lecker, günstig. Und jetzt geht's zurück zum Airbnb. Wir nehmen leider die Bahn, was eine Stunde dauert ungefähr. Aus dem einfachen Grund, weil das nur ein paar Euro kostet. Weiß ich nicht. 3 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, weniger. Und Uber kostet halt um die, ich glaube, was war das jetzt? 24 pro Person oder so. Wir sind gerade 4 Leute. Die anderen, die Fleisch essen, die sind woanders hingegangen. Ja, und sind jetzt schon beim Airbnb. Dann geht's jetzt mit der Bahn zurück. Es ist leider minimal kalt, mal wieder. That's how it is right now. Ich muss euch unbedingt mein Tattoo zeigen. Das ist so geil, Leute. Ich liebe es. Da sehen Sie Sophia in Tokio. Sophia läuft in Tokio. Sophia in Tokio. Sophia. Ist das Shibuya Crossing? Oh, süß. Dachte Ja, sicher. Yatsugiri Steakhorn. Danke. Aufnahme ruiniert. ASMR-Aufnahme. Noch so eine ganze Folge, wo ich nur Sachen auf Ja. Japanisch betone. Wirklich. Code Leak. Oh. Mal kurz Fieber messen.
schnell meine Ausbeute von heute. Wir sind wieder im Airbnb und umgerechnet übrigens wegen der Bahn, ne? Das hat doch 1 Euro oder so nur gekostet. Also es war viel zu teuer, weil das war in so einer Touri-Mall, aber egal. Dieses Mäppchen, weil ich wollte noch ein kleines Mäppchen haben mit Cinnamon Roll drauf. Dann hinten drauf auch voll süß Cinnamon Roll mit einem Sternchen. Wir reden nicht darüber, dass ich gestern was von wegen Schlüsselanhängern gesagt habe, dass ich nicht so viele haben will. Ich wollte eigentlich auch noch eine Hello Kitty davon mitnehmen, aber dann dachte ich mir, okay, nee, Sophia, der reicht. Der ist so zuckersüß. Und ich muss mich wirklich in diesem Laden zusammenreißen. Ja, das Mäppchen ist halt voll geil, weil das so 2 Unterteilungen hat. Last but not least, sowas ist halt wirklich mein Kindheitstraum. Ich hatte sowas früher immer, diese Gläschen mit so schwimmendem Liquid drin, mit Glitzer. Und das liebe ich einfach. Hätte ich auch alles von mitnehmen können, aber ich habe mich letztendlich nur für das entschieden. Und ich glaube insgesamt, das ist irgendwie 30 Euro gekostet oder so richtiger Bullshit, aber okay. Jetzt kommen wir zum Tattoo, Leute. Ich bin so unendlich zufrieden. Es sieht so verdammt wunderschön aus. Ich bin echt happy, dass ich dieses Tattoo-Studio gefunden habe. Die existieren auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Also die sind schon länger Tätowierer, aber das Studio gibt es erst seit letztem Jahr Juni oder so. Ich wollte eine Sakura-Blüte mit einem Baumgeist, weil ich die Bedeutung davon so schön fand, dass unter anderem Baumgeister nur von denjenigen gesehen werden können, die ein reines Herz haben. Das fand ich so cute. Das ist wirklich eigentlich das schönste gestochene Tattoo von allen, die ich bisher habe. Also da ist jetzt noch so eine Second Skin drüber, aber ich zeige euch das mal. Das Design hat sie für mich angefertigt. Wie schön ist das bitte? Wow, mein Arm füllt sich langsam. Das sieht so toll aus. Ich wollte es auch eigentlich erst ein bisschen kleiner haben, aber sie sagte, größer kommt schon cooler rüber, weil die anderen auch alle so klein sind und dann sticht das so ein bisschen raus. Die Sakura-Blüte halt, weil wir in Japan sind und ich mir mal eigentlich angewöhnen wollte, dass egal wo ich bin, in einem Urlaub mir mal da ein Tattoo stechen lasse. Die Blumen, alles so toll gemacht. Ich habe mich auch noch ein ganz bisschen mit ihr unterhalten und sie sagte so, ja, was sagt denn deine Mutter zu deinem Beruf? Sagt die denn zu den ganzen Tattoos und so weiter? Und ich so, ja, die ist glücklich, wenn ich glücklich bin, die unterstützt mich und so weiter und die fand das richtig schön, weil sie gesagt hat, dass ihre Mutter, also sie hat vorher, war Fashion Designerin, ist dann gewechselt zur Tattoo-Künstlerin. Das hat die Mutter gar nicht so gut verkraftet, musste auch richtig weinen jahrelang, weil sie hat halt auch gesagt, dass so dieses Tattoo-Thema in Asien schwierig ist. Aber mittlerweile hat sie sich wohl damit abgefunden, mehr oder weniger. Das war auf jeden Fall krass auch nochmal zu hören. Es ist doch wirklich, das ist ein Kunstwerk. Das ist jetzt groß, aber es sieht schön aus. Also es sieht ja jetzt nicht unpassend aus oder so. Ich wollte auch eigentlich nur eins machen lassen. Also sie hat mir 3 Designs gezeigt. Habt ihr ja gesehen. Dann sagte sie zuerst, das ist ihr Favorite, weil das so minimalistisch ist. Und dann fand ich das andere aber auch super schön, wo der auf den Blüten sitzt. Und konnte mich nicht entscheiden. Dann hat sie gesagt, wir können auch 2 machen, weil, weißt du, wenn du den einen hast, dann ist der einsam und der braucht noch einen anderen. Ja, das finde ich so süß. Das war eher scherzmäßig gesagt, ne? Aber das stimmt halt wirklich irgendwie, der braucht auch einen Freund. Ja, dann haben wir das an sämtlichen Stellen ausprobiert, auch in einem anderen Arm hier oben, da unten, überall. Und dann hat sie das irgendwann mal so nebeneinander gemacht. Das sah dann auf einmal auch richtig schön aus. Und dann habe ich mich für diese Stelle entschieden. Das war die kleine Story dazu. Schreibt mir mal, wie ihr die Tattoos findet. Jetzt sind sie da, also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich weiß, dass meine Tattoos sehr random sind, aber ich liebe alle. Bei manchen denke ich mir, okay, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber es ist voll in Ordnung und wenn ich mal irgendwann eins ganz schlimm finden werde, mache ich es mir einfach weg. Bis jetzt ist es aber nicht der Fall. Ja, irgendwie stilartig sind auch alle anders. Mal gucken, was heute noch passiert. Manche schlafen, manche sind wach. Ich glaube, wir wollten noch mal irgendwie wieder rausgehen. Und das ist so mies, Leute. Oh mein Gott. Die anderen waren, während ich das Tattoo bekommen habe in Shibuya, in richtig vielen Vintage-Stores. Da muss ich morgen auf jeden Fall auch noch mal hin, weil die da so geile Sachen gefunden haben, alle. Aber eine gute, dafür habe ich das Tattoo bekommen. Ich liebe es und kann euch den Tattoo-Store auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
Guck mal, die haben hier sogar ein ganzes Bad. Wenn man sich hier duscht und so weiter, ist das ein kompletter Raum. Guten Morgen allerseits. Ich wollte euch einmal ganz schnell mein Outfit zeigen. Ich trage dieses Paul Frank Oberteil mit einem roten Oberteil drunter von Skims und dann diese Yoga Pant. Ich hoffe, dass es nicht zu kalt wird. Jetzt gerade mit der Sonne ist es richtig schön warm, aber im Laufe des Tages wird es halt immer frisch. Dazu ziehe ich entweder meine Timberlands an oder ich überlege mal wieder meine Dinge anzuziehen. Meine Adidas Sambas. Ich vergesse es jedes Mal. Auf jeden Fall möchte ich euch doch nochmal mein Tattoo zeigen, aber das ist jetzt verdeckt, ne? Ich trage jetzt auch gerade was Enges. Das ist wirklich immer noch das allerschönste Tattoo jemals. Das sieht aus wie aufgeklebt. Wahnsinn. Das ist wirklich so wie das gestochen ist, das schönste Tattoo, was ich habe. Muss ich ehrlich sagen. Name's Moto Black Camel Ride or Die. Ist das hier? Ja, die rote. Die Hund. Wege Supreme Store. Gehen wir da lang? Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Vlog. Spaß, nicht meiner. Auf geht's zu Supreme. Die haben wohl heute irgendwie einen neuen Drop. Mal gespannt, wie die Sachen so aussehen. Oh Gott, das erste Mal, dass ich hier einen Hund bellen höre. Ach, guck mal, hier links ist dieses Souvenirjackenladen, ne? Kanye. Der Supreme Store hat uns mäßig weggeschickt, weil die meinten, ja, kommt noch mal wieder in 2-3 Stunden. Einfach zu voll gewesen. Ein anderer Supreme Store hatte schon zu, das war nur morgens irgendwie. Sind wir noch mal weiter, hier noch mal durch Shibuya, weil die waren ja gestern alle, während ich das Tattoo bekommen habe, in so geilen Vintage-Läden. Ein paar war ich jetzt gerade auch noch mal, habe mir ein paar Sachen geholt. Ein Pulli, ein T-Shirt und eine Jacke. Zeige ich euch mal nachher. Richtig schön. Und die hatten so geile Sachen, so voll viel mit Mickey, weiß ich nicht, Snoopy, diese ganzen Charaktere. Das ist ja so in Deutschland, wenn du da mal so einen Vintage-Fund hast, dass das so voll außergewöhnlich ist. Und hier ist so gefühlt alles mit Mickey und mega geil. Mein Arm ist schwer, die Tüten hängen da dran, deswegen für mich so von unten gerade, sorry. Wir streifen jetzt mal weiter, gehen noch zu so einer Mall. Ich brauche auch noch Tattoo-Creme. Dann geht es auch gleich schon wieder zum Airbnb. Morgen müssen wir früh raus, aber ich habe schon gehört, heute wird wohl ein bisschen getrunken. Die Frau meinte extra wegen dem Tattoo zu mir, ich soll nichts trinken. Morgen müssen wir um 10 Uhr das Airbnb verlassen und dann fahren wir vermutlich mit dem Shinkansen. Wir sagen immer aus Spaß Schimpansen. Fahren wir dann nach Osaka, was ungefähr so 2 Stunden dauert. Genau. Oh, mein Arm ist wirklich schwer gerade.
Sushi. The doors on the left side will open. Kurz der Arm. Wisst ihr, was die Hausregel ist? Machen wir einen ganz schnellen Haul. Was habe ich gefunden in der Stadt? Ich habe einmal gefunden diesen Pullover. Ich fand den so süß. Ich denke mir auch mittlerweile, Sophia, wann willst du mal upgrowen? Also erwachsen werden so. Aber ich fand den so süß. Das Blau richtig schön. Dieses Mickey da drauf. Der hätte für mich noch ein bisschen mehr oversized sein können. War aber aus dem Vintage-Shop. Deswegen war das ein Einzelstück. In einem anderen Laden habe ich Tattoo-Creme gekauft. Die wurde mir von der Tätowiererin empfohlen. Die meinte, das, was sie weiß, was wir dafür benutzen würden, sei wohl nicht so gut und ich soll lieber das hier holen. Da dachte ich, okay, try it out, weil ich habe jetzt eh nichts mit, deswegen probiere ich es jetzt aus. Sie hat auch tatsächlich da so Kokosöl drüber gemacht. Dann habe ich mir noch Nudeln mitgenommen. Da wusste ich nämlich noch nicht, dass wir essen gehen. Orangensaft. Wo sind die Kleidungsstücke hier? Ach, gerade waren wir noch mal in einem Supermarkt, da habe ich mir was zu trinken mitgenommen. Keine Ahnung, wie das schmecken wird, aber we will see. So Mikado-artige Stäbchen waren nur von so einer anderen Marke. Dann das hier, keine Ahnung, was das ist. Dieses hier, man merkt, ich hatte Hunger. Shit. Das hier noch. Ich hätte mir roten Nagellack kaufen sollen, das habe ich jetzt vergessen. Wasser und Red Bull habe ich mir mal wieder mitgenommen, weil habe ich jetzt schon ewig nicht mehr getrunken. Und ich habe Entzugserscheinungen. Spaß, so schlimm ist es nicht. Dann noch dieses Oberteil, auch in Blau. Eigentlich ist Blau gar nicht so meine Farbe, aber das hat mich so zum Träumen angeregt. I mean, look at it. Das ist so schön und es hat auch, also es glänzt so Gold und bestimmte Personen haben so Glitzer und ihr wisst, wenn da Glitzer drauf ist, dann hat mich das eh schon und da steht drauf Happiest Homecoming on Earth. Fand ich ultra süß. Und last but not least habe ich mir, achso, das war auch aus einem Vintage Store. Das war auch aus einem Vintage Store, weil ich wollte so eine schon ewig haben eigentlich. So eine Polo Ralph Lauren Jacke. Ich fand die auch immer in hellbeige total cool. Aber schwarz kann man einfach richtig gut kombinieren. Und ich habe halt die schwarze hängen sehen und dann anprobiert. Und da kann man auf jeden Fall nichts falsch mitmachen. Und der richtig schön, die passt total gut. Das war auch schon meine Ausbeute von heute. Könnt ihr es erkennen? Ja, ne? Sieht aus wie die ich heute anhatte, nur in dünn. Yeah, okay. Das war's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was heute noch ansteht. Keine Ahnung. Die einen wollen, glaube ich, noch das Nachtleben mal so ein bisschen erleben. Aber wir können doch nicht zu lange bleiben, weil wir müssen ja morgen früh raus. Die anderen wollen hier im Airbnb bleiben. Keine Ahnung, ich berichte euch. Ich weiß es selber noch nicht. Im anderen Airbnb werde ich dann auch ein ASMR im Airbnb-Video machen und euch noch zeigen, was ich mitgenommen habe. Und das dann nächste Woche hochladen. Jetzt muss ich erstmal hier alles aufräumen und ich glaube, ich fange schon mal an mit Koffer packen. Ja, dann habe ich den Stress nachher nicht. Das ist so random irgendwie, aber keine Ahnung, es hat mich voll zum Träumen angeregt. Und ich fand das richtig süß. Übrigens, Leute, habt ihr schon mal ein neues Tattoo gesehen? Diesen Farbton hätte ich noch cool gefunden mit dieser Jacke, aber schwarz ist auch geil. So, ich wollte eigentlich gerade in die Dusche hoppen und dann hieß es, wir gehen jetzt Ramen essen, weil hier ist einer direkt um die Ecke und da wurde von Anfang an gesagt, wir müssen da auf jeden Fall noch rein. Ja, und das machen wir heute, weil wir morgen das Airbnb wechseln. Mal gucken, ob die uns überhaupt reinlassen mit so vielen Leuten, weil das sind immer nur so ganz kleine, süße Räumchen. Wenn da schon viel los ist, haben die halt keinen Platz mehr. Deswegen mal schauen, ob das überhaupt was wird. Das ist viel geiler als Kippe. Ja, ja. Ja.
Er wollte Sauna machen. Digga, das riecht so lecker, aber. Das riecht immer mal lecker. Ey, ich warte hier. Wunderbar, um ein paar Minuten oder so. Bro, ich werde sie warten. Okay, das ist scheinbar jetzt schon sehr voll und Leute warten. Already. Mal gucken. Das ist überhaupt konzentriert das an. Aber seht ihr, wie schön das aussieht? Richtig schön cozy, klein, süß. Okay, wir müssen 20 Minuten warten und dann können wir auch rein was essen. Geil. Wir gehen so lange ins 7-Eleven. Nichts gekauft, nichts gekauft. Empfehlung. Good morning in the morning. Ich habe schon meine Sachen zusammengepackt, den Müll zusammengeräumt. Dann geht es jetzt weiter zum nächsten Airbnb mit dem Shinkansen-Zug. Ich glaube, wir fahren knapp 3 Stunden. Deswegen beende ich den Vlog jetzt auch hier und der nächste Teil fängt dann an auf dem Weg zum nächsten Airbnb. Wisst ihr übrigens, dass das hier ein Ultrakrampf ist, in Japan mit Müll entsorgen? Weil auf der Straße sind fast nirgendwo Mülleimer. Man muss irgendwie immer eine eigene Müllbeutel mit haben und dann zu Hause entsorgen. Und wir sollen das auf jeden Fall auch dringend trennen, wurde uns gesagt und so weiter. Das soll man ja sowieso machen. Okay, ich hoffe, es hat euch der Vlog gefallen. Ich bin gespannt, wie die nächste Woche wird. Kann es gar nicht abwarten. Ich kann auch gar nicht glauben, dass die Zeit jetzt so schnell vorbeigegangen ist. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und ich sage ciao, eure Stardust.